Kim Jong-un hat die nukleare Machtstellung seines Landes als unwiderruflich festigen versprochen. In einer Rede vor dem Parlament am Montag beschuldigte er die Vereinigten Staaten des globalen Staatsterrorismus und der Aggression. Diese Formulierung wurde als Hinweis auf den Krieg im Nahen Osten interpretiert. Kim Jong-un erklärte zudem, dass sie inmitten zunehmender anti-amerikanischer Stimmungen eine stärkere Rolle in einer vereinten Front spielen würden. Den Namen Donald Trump erwähnte er jedoch nicht und wies darauf hin, dass es den Gegnern selbst überlassen sei zu wählen, ob sie Konflikt oder ein friedliches Zusammenleben bevorzugen und dass man auf jede Option vorbereitet sei. Die Aussagen von Kim Jong-un stimmten weitgehend mit den Reden überein, die er beim Kongress der Partei der Arbeit Koreas im vergangenen Monat gehalten hatte. Auf diesem Kongress kritisierte er Seoul scharf, hielt jedoch den Dialog mit der Trump-Administration offen und forderte von Washington keine Vorbedingungen für Gespräche, wie etwa die Aufgabe der nuklearen Abrüstung Nordkoreas. Die staatliche Presse berichtete, dass die zweitägige Sitzung der obersten Volksversammlung am Montag beendet wurde und eine überarbeitete Verfassung verabschiedet worden sei, ohne jedoch Details der Änderungen zu nennen. Es wird erwartet, dass die Revisionen Südkorea als dauerhaften Feind definieren und den Fokus auf eine gemeinsame Nation entfernen. Dies entspricht der harten Linie, die Kim nach der Erklärung aufgegeben hatte, Nordkoreas Ziel einer friedlichen Vereinigung mit dem Süden bis 2024 zu verfolgen. Analysten sehen in Kims scharfer Rhetorik gegenüber Südkorea ein Signal, dass Seoul nicht mehr als nützliches Instrument in den Beziehungen zu Washington betrachtet werde, sondern vielmehr als Hindernis auf dem Weg zu einer anspruchsvolleren regionalen Rolle. Kim Jong-un zeigte zudem Sensibilität gegenüber der Soft Power Südkoreas und führte aggressive Kampagnen durch, um den kulturellen und sprachlichen Einfluss zu begrenzen und damit die autoritäre Herrschaft seiner Familie zu stärken. In seiner Rede betonte Kim Jong-un den Stolz seines Landes auf das in den letzten Jahren rasch ausgebaute Nuklear- und Raketenprogramm und bezeichnete es als richtige Entscheidung gegen künftige Bedrohungen und hegemoniale Ziele. Nordkoreas oft verwendeter Ausdruck „wie ein Gangster“ unterstreicht die Notwendigkeit dieser Macht gegen imperialistische Kräfte. Kim erklärte, die Ehre der Nation, nationale Interessen und der endgültige Sieg können nur mit größter Stärke garantiert werden. Die Regierung unserer Republik wird weiterhin unseren nuklearen Status absolut und irreversibel festigen und den Kampf aggressiv fortsetzen, um die Provokationen und Pläne feindlicher Mächte zu zerschlagen. Seit dem gescheiterten zweiten Gipfeltreffen mit Trump im Jahr 2019, das aufgrund von US-geführten Sanktionen scheiterte, hat Kim jeglichen bedeutenden Dialog mit Washington und Seoul ausgesetzt. In der jüngsten Außenpolitik hat Kim Russland Priorität eingeräumt und Tausende von Soldaten sowie große Mengen an militärischer Ausrüstung geschickt, um Moskaus Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Im Gegenzug wird erwartet, dass er Hilfe und militärische Technologie erhalten möchte. Angesichts der Möglichkeit eines Kriegsendes gehen Analysten davon aus, dass Kim in Zukunft einen moderateren Ansatz gegenüber Washington wählen könnte, um Dialogoptionen offen zu halten, während er langfristig die Aufhebung von Sanktionen und die faktische Anerkennung Nordkoreas als Nuklearmacht anstrebt. Und deine täglichen Weltnachrichten.